Hallo meine Freunde, hola Madridistas, eine historische Woche für den Madridismo beginnt. Heute in einer Woche steht fest, wer der neue Präsident von Real Madrid ist. Sehr wahrscheinlich auch der alte, nämlich Florentino Perez. Und dieser Wahlkampf hat gestern eine neue Wendung eingenommen. Denn die Präsidenten unterhalten sich nicht mehr so sehr um die sportliche Perspektive, welche Spieler etc. kommen, sondern es geht ein bisschen mehr darum, welche Struktur Real Madrid in der Zukunft haben soll. Und weil es da zu Verwirrungen gekommen ist, erkläre ich euch den neuesten Stand der Dinge. Dann müssen wir uns aber auch über das Sportliche unterhalten, denn Manchester United träumt von einem Aurélien Tchouaméni. Die sehen den Franzosen als den idealen Nachfolger für einen Casemiro. Genau also wie Real Madrid. Wie hoch die Chancen von Manchester United sind etc., die Meinung von Florentino Perez dazu, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Und wenn wir schon bei Tchouaméni sind, er hat auch zum ersten Mal sich öffentlich geäußert zu der Auseinandersetzung mit einem Federico Valverde. Was er gesagt hat, hören wir uns an. Und zu guter Letzt gute Nachrichten für Arda Güler. Er tritt in große Fußstapfen und wird bei der UEFA gewählt zum Revelation of the Season Player. Was das ist, was das bedeutet und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, die Saison 25/26 ist offiziell beendet. Mit dem Sieg in der Champions League von Paris Saint-Germain wurde die Saison ad acta gelegt für uns Madridistas. Gott sei Dank, lasst uns beten und die Daumen drücken, dass die nächsten Jahre wesentlich besser werden als die letzten zwei Saisons. Den Finalsieg hat sich meiner Meinung nach Paris Saint-Germain verdient, war für mich die klar bessere Mannschaft. Ja, und damit Madrid in der Zukunft wieder mit solchen Mannschaften wie Paris Saint-Germain mithalten kann, meiner Meinung nach sind wir gerade ein gutes Stück davon entfernt, muss Real Madrid in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, und eine dieser Entscheidungen wird sein, wie gehen wir um mit einem Aurélien Tchouaméni, wie gehen wir um mit einem Federico Valverde. Ich hatte euch letzte Woche die Worte gezeigt von einem Federico Valverde zu dieser Auseinandersetzung mit einem Aurélien Tchouaméni. Ich finde es nur fair, wenn wir uns jetzt auch den anderen Protagonisten anhören. Aurélien Tchouaméni war gestern mit der französischen Nationalmannschaft in einer Pressekonferenz und er wurde natürlich dazu gefragt. Hören wir uns die Antwort vom Franzosen einmal an. Also ich dachte, diese Frage würde früher kommen, aber ich hatte Zeit, mich darauf einzustellen. Ich wollte einige Dinge klarstellen, da ich offensichtlich bisher nicht die Gelegenheit hatte, darüber zu sprechen. Und heute ist der richtige Moment, das zu tun, bevor ich endgültig zu anderen Dingen übergehe. Natürlich ist etwas passiert. Ihr habt es alle gehört, gelesen. Danach hat das Ganze noch größere Ausmaße angenommen, weil es leider in die Presse gelangt ist und wir bei Real Madrid spielen. Wir sind wichtige Spieler, also wird das natürlich eine heftige Reaktion von allen hervorrufen. Danach gab es in der Presse alles Mögliche und auch Unsinn. Ich habe von Schlägereien gehört, dass ich angeblich zugeschlagen hätte oder irgendetwas in der Art, was überhaupt nicht der Fall ist. Ich werde auf die Einzelheiten dazu nicht eingehen. Das Wichtigste ist, dass der Verein über das, was passiert ist, Bescheid weiß. Danach sind wir natürlich vorangeschritten. Es gibt viele Dinge, die in einer Umkleidekabine passieren und die eigentlich nicht an die Presse oder sonst wohin gelangen sollten. Das Leben geht weiter mit Fede. Wir alle haben ein gemeinsames Ziel, nämlich Titel für Real zu gewinnen. Deshalb gibt es diesbezüglich kein Problem. Und wenn wir gegen Rouk spielen, werden wir alle gewinnen wollen. Mit der französischen Nationalmannschaft aber, was den persönlichen Fall betrifft, gibt es jetzt wirklich kein Problem mehr. Deshalb ist es wichtig, darüber zu sprechen. Ja, und im Prinzip hat er genau das Gleiche gesagt wie ein Federico Valverde. Beide versuchen diesen Fall runterzuspielen. Die Presse ist schuld und derjenige, der das aus der Kabine nach außen getragen hat, das wurde alles viel zu sehr aufgebauscht. Das sind die Worte von dem Tchouaméni. Und er sagt auch, wir haben zusammen das gemeinsame Ziel, erfolgreich für Real Madrid zu sein. Ja, das ist vom PR-Manager wahrscheinlich sehr gut ausgedacht, diese Pressekonferenz, aber
Das Problem ist nicht, dass irgendeiner das nach außen mitgeteilt hat. Okay, das ist natürlich auch ein Problem. Aber wenn ein anderer Spieler mit einer Platzwunde blutend am Boden liegt, ins Krankenhaus muss, kurzzeitig Amnesie hat, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und auch hier habe ich genauso wie bei einem Fede Valverde es tut mir leid, das ist nicht das Bild, was wir für Real Madrid in die Welt repräsentieren wollen. Das wird nie wieder passieren. So etwas darf nicht passieren. Ja, wie gesagt, beide Spieler versuchen es meiner Meinung nach sehr, sehr runterzuspielen. Aber, 500.000 Euro Strafe pro Person zeigen schon, dass es kein alltäglicher Zwischenfall war, wie es in der Kabine so üblich ist. Das ist meine persönliche Meinung. So, weg davon kommen wir jetzt zu einem Thema, was mich nicht so sehr aufregt. Es ärgert mich immer noch, dass wir durch diese dunkle Episode des Madridismus gehen mussten. Wie dem auch sei, konzentrieren wir uns da aufs Sportliche und da kommen wir wieder auf den Namen Aurélien Tchouaméni, denn Manchester United hat ihn ausgesucht als dein absolutes Traumziel. Ja, hören wir uns mal die Worte von der besten Quelle in der Welt des Fußballs an, Fabrizio Romano. Und dann, Leute, wollte ich auch noch etwas zur Geschichte zwischen Real Madrid und Manchester United bezüglich Aurélien Tchouaméni klarstellen. Heute spricht zuerst Florentino Perez. Der Präsident von Real Madrid, natürlich stehen die Wahlen an, aber im Moment ist er noch Präsident und alle bei Real Madrid glauben, dass er es auch bleiben wird. Und das Verhältnis zu Aurélien Tchouaméni wurde von Florentino Perez persönlich klargestellt. Er sagte, ich denke, Aurélien Tchouaméni wird diesen Sommer im Verein bleiben, absolut, definitiv. Und dann sagte er dasselbe auch über Fede Valverde. Es gab Gerüchte über Valverde und auch konkrete Geschichten über Tchouaméni. Florentino Perez sagt, dass sie bleiben werden. Dann geht Tchouaméni zur Pressekonferenz und sagt, abgesehen von dem, was in den Medien über den Streit zwischen ihm und Fede Valverde berichtet wurde, sagt er, wir haben das gemeinsame Ziel, das gemeinsame Vorhaben. Wir wollen Titel mit Real Madrid gewinnen. Also sendet auch Tchouaméni eine positive Botschaft an Real Madrid und deren Fans. Wie ist die Situation jetzt? Für Manchester United ist Aurélien Tchouaméni, wie ich euch schon gesagt habe, ich glaube, das war vor einer Woche eine Art Traumziel. Manchester United ist der Meinung, dass Tchouaméni der perfekte Spieler im Mittelfeld sein könnte, um Casemiro zu ersetzen. Er kommt vom selben Verein. Real Madrid hat eine Siegermentalität, ist ein Topspieler, ein Elitespieler, Nationalspieler, der verteidigen kann, der auch Tore schießen kann. Sie lieben Tchouaméni. Aber es gibt zwei Probleme. Das erste ist das Gehalt, das sehr hoch ist. Und das zweite ist, dass Real Madrid sowohl öffentlich als auch privat immer wieder sagt, dass sie Aurélien Tchouaméni behalten wollen. Also kann man sich vorstellen, um einen Tchouaméni-Transfer diesen Sommer möglich zu machen, müsste man sowohl mit dem Spieler über das Gehalt verhandeln, Manchester United, als auch direkt mit Real Madrid über die Ablösesumme. Das ist nicht einfach. Wenn du mich also fragst, wer der ideale defensive Mittelfeldspieler für Man United sein könnte, im Verein glaubt man, dass das Aurélien Tchouaméni sein könnte. Aber die Realität sieht anders aus. Die Verhandlungen sind bei solch absoluten Topspielern wie Aurélien Tchouaméni nie einfach. Und das ist der Stand der Dinge zum jetzigen Zeitpunkt. Rund um Fede Valverde ist alles ruhig. Auch in diesem Fall wollte Florentino Perez klarstellen, dass alles in Ordnung ist, dass Fede Valverde bleiben wird. Real Madrid ist also der Meinung, dass sie diesen Fall, diese Geschichte, gelöst haben. Und jetzt wird sehr bald die Mourinho-Ära beginnen. Ja, ihr habt es selber gehört, Manchester United sagt, Aurélien Tchouaméni ist ihr Traum, der perfekte Spieler, um einen Casemiro zu ersetzen. Also genau der gleiche Gedanke, den Real Madrid hatte vor 3 Jahren. Allerdings das große Problem, Florentino Perez hat selber gesagt, nee, der ist nicht antastbar. Ja, und ich sage immer wieder das Gleiche. Damit solche Transfers zustande kommen, müssen sich 3 Parteien einigen. Und zwar Partei 1, der Käuferverein, Partei 2, der Spieler und Partei 3, der verkaufende Verein. Dass Manchester United ihn möchte, schön und gut. Aber was möchte Aurélien Tchouaméni? Ja, und was er möchte, hat vielleicht auch ein bisschen mit der Entscheidung des Vereins zu tun. Denn so wie es sich anhört, wird ein José Mourinho da die Fäden in der Hand haben. Und ich persönlich glaube, Tchouaméni ist ein Spielertyp, den ein Mourinho in seiner Mannschaft haben möchte. Vor allem dieses physische Monster, zweikampfstark, hält hinten vor der Abwehr das Mittelfeld zusammen. Ja, im Endeffekt entscheidet aber ein José Mourinho. Wenn ein José Mourinho sagt, ich möchte vielleicht lieber diesen Hjulmand, ich möchte einen Rodri, ich möchte einen Spielstark, ich möchte keinen Tchouaméni,
dann kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwann die Tür aufgeht, wenn man dem Tchouaméni sagt, hör mal, du wirst bei uns kein unantastbarer Stammspieler mehr und Manchester United ihm sagt, du wirst gefühlt der Star der Mannschaft, dann kann ich mir vorstellen, dass sich da eine Tür öffnet. Aber Stand jetzt sagt Real Madrid kategorisch nein und ich persönlich glaube, dass ein José Mourinho niemals auf einen Tchouaméni verzichten wird. Trotz alledem, das ist die neueste Information von Fabrizio Romano. Aber jetzt kommen wir in den Wahlkampf rein und da hat gestern Florentino Perez ein Interview gegeben im El País. Ja, und das hat für sehr viel Wirbel gesorgt. Ich habe euch die wichtigsten Zahlen übersetzt, lesen wir uns die zusammen einmal durch. Was ändert sich, wenn er gewinnt? Prinzipiell ändert sich nichts, aber einige Punkte bedürfen der Klärung. Wie Sie wissen, werde ich die wirtschaftliche Eigentümerschaft an die 100.000 Mitglieder übertragen. Real Madrid-Fan zu sein, wird dann nicht mehr nur eine sentimentale Angelegenheit sein, wie bisher, sondern auch lebenslanger Miteigentümer des Vereins. Es heißt ja immer, die Mitglieder seien die Eigentümer des Clubs. Momentan ist es so, dass jemand nach seinem Tod begraben wird und seine Geschichte bei Real Madrid damit endet. Das darf nicht sein. Ich werde den Mitgliedern die finanziellen Anteile übertragen. Außerdem ist es eine Genugtuung, denn ich wollte von Anfang an, dass sie die Eigentümer sind. Warum ist es notwendig, einen Teil des Vermögens an jemanden zu verkaufen, um es dann an die Parteien zu verteilen? Das ist nicht nötig, aber wer sagt denn, dass der Verein 10 Milliarden wert ist? Forbes? Das ist doch keine Wertanalyse. Eine Wertanalyse findet statt, wenn jemand einen winzigen Anteil, zum Beispiel 5% kauft, nur um den Wert zu ermitteln. Und was erhält derjenige im Gegenzug, der die 5% kauft? Nichts. Das sind Firmen von so außergewöhnlichem Wert, dass niemand auf die Idee kommen kann, sie würden Real Madrid angreifen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was diese Kandidatur bezweckt. Ich hatte bereits überlegt, Neuwahlen anzusetzen, weil ich mit dem an die Eigentümer übertragenen Vermögen in den Ruhestand gehen wollte. Es gibt keinen saubereren Weg. Könnte später jemand kommen und 10% kaufen wollen? Was auch immer die Mitglieder wollen. Und immer per Volksabstimmung. Aber diese 5% werden nicht das Sagen haben. Sagen wir, es geht ihnen vielleicht eher ums Image, um die Assoziation mit einer Marke wie Real Madrid. Aber die 95% der Mitglieder werden weiterhin das Sagen haben. Ich werde nicht sterben, bis ich sichergestellt habe, dass das Vermögen des Vereins seinen Mitgliedern gehört. Es wird nicht irgendeiner zufällig anwesenden Person gehören, die kein Geld hat und in der Lage ist, einen Wucherkredit aufzunehmen, um Real Madrid zu übernehmen. Die andere Kandidatur ist ein Syndikat von Partikularinteressen. Die Art von Leuten, die sich früher in Versammlungen einschlichen, ohne Mitglieder zu sein und abstimmen. Ja, das war dann nochmal ein ganz klarer Wink an einen Riquelme, dass er gesagt hat, der gehört quasi noch zu Calderón an, wo es ja diesen beschämenden Zwischenfall in der Geschichte von Real Madrid gab. Ja, ein Florentino Perez sagt, er möchte von diesen 100% Real Madrid 5% verkaufen an irgendeine Riesenmarke. Adidas, nehmen wir jetzt als Beispiel, irgendeine Riesenmarke, die damit dann ja, die Ehre hat oder was auch immer, einen Anteil von Real Madrid zu besitzen. Er sagt aber auch klar, 95% werden weiter den Mitgliedern gehören. Dadurch, dass eine Firma wie Adidas oder wer auch immer jetzt diese 5% Anteile kauft, muss eine richtige Wertermittlung passieren, damit man weiß, wie viel ist Real Madrid wirklich wert. Und dann kann man ja sagen, Real Madrid, 100% von Real Madrid sind 10 Milliarden wert, als Beispiel. 95% sind dann 9,5 Milliarden wert. Wir haben 100.000 Mitgliedern. Rechnest du die 9,5 Milliarden durch 100.000, musst du 5 Nullen wegnehmen. Wenn ich mich nicht errechnet habe, ist dann jedes Anteil quasi 95.000 Euro wert. Und jeder Socio hat dann wirklich was in der Hand, wie viel seine Mitgliedschaft wert ist. Das behauptet ein Florentino Perez, dass das auch der einzige Weg ist, Real Madrid zu schützen vor Angriffen von außen. Ja, das ist also die Meinung von einem Florentino Perez, damit nicht irgendwann ein Präsident kommen kann, der gewählt wird und Real Madrid dann quasi ruinieren kann und sich selber daran bereichern kann. So, wie sieht das Ganze ein Enrique Riquelme? Hören wir da zusammen einmal rein. Real-Präsident Florentino Perez hat hier eindeutig eine gefährliche rote Linie überschritten.
Ich verpflichte mich zum Gegenteil. Ich kündige euch an, dass ich diese Woche zum Notar gehen werde, um gemeinsam mit meinem Vorstand ein öffentliches Dokument zu hinterlegen. Mein Wahlversprechen. Ich werde niemals irgendeinen Teil von Real Madrid an Dritte verkaufen. Ich lade Florentino Pérez öffentlich ein, mich zum Notar zu begleiten und diese Verpflichtung zu unterzeichnen. Es gibt Dutzende von Maßnahmen, um die Einnahmen zu steigern und die Ausgaben zu senken. Diese Woche haben wir über mehrere davon gesprochen. Die Verwaltung zu modernisieren, unsere Rechte besser zu verteidigen, ohne auf unser Eigentumsmodell zu verzichten. Der Florentino Pérez von vor 20 Jahren hätte niemals den Verkauf in Erwägung gezogen. Der Florentino von vor 20 Jahren hätte keine Angst vor einer Fernsehdebatte gehabt. In Anbetracht der außerordentlichen Schwere dieser aktuellen Situation möchte ich dieses Angebot hiermit auch Herrn Anas Zagari unterbreiten, der hinter diesem Verkauf der Vereine steht. Die Mitglieder verdienen eine Debatte über ein so entscheidendes Thema. Diese Wahlen sind keine normalen Wahlen mehr. Diese Wahlen sind direkt ein Referendum über den Verkauf von Real Madrid. Dies ist der Stimmzettel für die Privatisierung und der Stimmzettel, der garantiert, dass 100% des Clubs weiterhin den Mitgliedern gehören. Florentino war ein großartiger Präsident, aber das gibt ihm nicht das Recht, den Club zu verkaufen. Niemand ist größer als Real Madrid. Niemand, nicht einmal Florentino Pérez. Ja, ihr habt es gehört. Florentino Pérez würde damit eine rote Linie durchkreuzen. Das wären keine normalen Wahlen, das wäre ein Referendum. Und es geht sich jetzt darum, wie stehst du da? Stehst du auf der Seite, Real Madrid soll den Mitgliedern gehören oder Real Madrid soll zu 95% den Mitgliedern gehören? Und mich wundert es nicht, dass ein Enrique Riquelme versucht, die Wahlen auf diese Schiene zu setzen. Bei normalen Wahlen hat er gegen Florentino Pérez keine Chance. Florentino Pérez hat so viele Mitglieder, die so dankbar sind für seine Arbeit in den letzten 20 Jahren, dass sie ihn immer wählen werden. Aber er möchte diesen Leuten Angst machen und jetzt geht es gar nicht mehr so sehr um sein sportliches Konzept. Es geht gar nicht mehr darum, dass er eine Stadt für Socios bauen will. Er baut jetzt seinen Wahlkampf neu um quasi. Es geht jetzt darum, obwohl er hat gesagt, es geht immer natürlich darum, dass 100% von Real Madrid weiter den Mitgliedern gehört. Und ich glaube, diese Methode wird ihm einige Stimmen bringen. Er hat dann auch noch einen Florentino Pérez angegriffen, so gesagt, vor 20 Jahren hätte Florentino Pérez das nie gemacht. Vor 20 Jahren hätte Florentino Pérez aber auch keine Angst gehabt vor der öffentlichen Debatte. Aber Florentino Pérez ist so klarer Favorit. So klare Favoriten lassen sich nie auf Debatten ein, weil die haben in so einer Debatte nichts zu gewinnen. Sollte der aus irgendeinem Grund in dieser Debatte einen schlechten Tag haben und irgendeinen Quatsch erzählen oder irgendwas und Enrique Riquelme ihn irgendwie, könnte er sehr, sehr viele Stimmen verlieren. Deshalb wird ein Florentino Pérez dieses Risiko nicht eingehen. Ja, wie dem auch sei, das ist die Aktualität von Real Madrid. Florentino Pérez sagt, er möchte eigentlich nur Madrid werten lassen oder eine Wertermittlung machen, damit die Socios wirklich was in der Hand haben, finanziell, damit die wissen, wie viel denen quasi von Real Madrid gehört oder wie viel dieser Anteil wert ist. Auf der anderen Seite sagt ein Enrique Riquelme, er möchte den Verein verkaufen. Das wird es unter mir nie geben. Wenn ihr das auch nicht wollt, wählt mich. Ja, das ist der neueste Stand. Eure Meinung könnt ihr dazu ja gerne in den Kommentaren lassen. Ja, und jetzt, was ihr auch gerne in den Kommentaren lassen könnt, kommt ein ganz großes Dankeschön von mir. Ich habe euch um etwas gebeten und ihr habt abgeliefert. Gestern war der letzte Wahltag, vorgestern, wenn ich mich nicht täusche, und ihr habt abgeliefert. Arda ist von den Zuschauern sowohl zum besten U23-Spieler La Liga als auch zum Tor der La Liga gewählt worden. Beim Tor bin ich ein bisschen erstaunt, da hätte ich ein bisschen mehr Prozent erwartet als 52,3. Ich hätte da so 80 oder 90% erwartet. Aber wie dem auch sei, dafür der beste U23-Spieler der Saison, Arda Güler, hat ja komplett Verdienst erschossen. 67,1%. Ihr seid ja der absolute Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Allerdings, ihr seht es auch unten, Fanvote sind 30% der Stimmen. Die hat einen Arda Güler schon mal. Jetzt 40% ein La Liga-Expertenkomitee und 30% die Kapitäne der spanischen Liga wählen dann, wer gewinnt. Das heißt, wenn Arda Güler entweder bei den La Liga-Experten gewinnt oder bei den Kapitänen, ist der U23-Spieler der Saison.
Wenn nicht, muss Fermín López beides gewinnen. Also wird man sehen, sobald es da Neuigkeiten gibt, lasse ich euch das natürlich wissen. Aber einen Preis, den Arda Güler zu 100% gewonnen hat und den nimmt ihn keiner mehr weg, ist von der UEFA Champions League der Revelation of the Season. Da nehmen Spieler teil, die vor Saisonbeginn in der Champions League 21 Jahre oder jünger waren. Dieser Preis hat dieses Jahr seinen Namen geändert. Früher hieß das Young Player of the Season. Und wenn ich euch mal die vorherigen Gewinner zeige, ja, dann seht ihr schon, dass wir hier über absolute Weltklasse reden. Ein Vini, danach zweimal die Champions League gewonnen, 2 Tore im Finale, fast den Ballon d'Or, den hätte er sogar gewinnen müssen. Danach ein Kvaratskhelia, ja, der ist diese Saison sogar zum Spieler der Saison der Champions League gewählt worden. Also ich glaube, das sagt alles, was man wissen möchte, warum man den Mann auch Quaradonna nennt. Danach ein Jude Bellingham, also was soll ich sagen, der kommt nach Madrid, gewinnt das Double, Champions League, La Liga. Und wenn er sich die Schulter nicht verletzt hätte, hätte er wahrscheinlich in seinem ersten Jahr schon den Ballon d'Or gewonnen. Und letztes Jahr Désiré Doué, Doppelpack im Finale gegen Inter und auch so eine super Saison gespielt. Wieder eine tragende Säule von Paris Saint-Germain. Wir reden also hier über eine Liste von absoluter Weltklasse. Und diese Saison Revelation of the Season Arda Güler. Und ja, in einer rabenschwarzen Saison für Real Madrid war es schwer, dass ich mich hier und da mal freue, aber Arda Güler hat es tatsächlich geschafft. Er ist auch aus dem gesamten Kader den ich es in dieser Saison am meisten gegönnt habe. Der mir diese Saison die meiste Freude gebracht hat. Der gezeigt hat, wie sich ein Profi zu verhalten hat. Ihm ging es unter Xabi Alonso auch besser als unter allen anderen. Stellt euch mal vor, ihr kommt von einem Carlo Ancelotti, für den ihr, ich sag jetzt nicht Müll wart, aber für den ihr Spieler Nummer 24 wart von 26. Kommt zu einem Xabi Alonso, wo ein Arda Güler in seinem Interview selber gesagt hat, ich hatte das Gefühl, Xabi Alonso übergibt mir den Schlüssel des Vereins. Und dann hast du einen Xabi Alonso, der so Fußball denkt wie du bist der Star, du bist, ja, und dann wird dir das alles unter den Füßen weggerissen, weil ein Vini Bellingham und weil wir sagen, nö, kein Bock auf einen Xabi Alonso. Und dann kommt ein Arbeloa und Arda Güler hätte genau das Gleiche machen können wie ein Kylian Mbappé. Sagen können, oh, Oberschenkel zwickt, ich bin mit Dudun, bin ich in der Türkei, mache einen schönen Urlaub oder was auch immer. Nein, aber Arda Güler hat weiter dran gezogen. Auch unter Arbeloa hat er sich unverzichtbar gemacht. Und dann, wo Arbeloa ihn am meisten brauchte, in München, ja, wir wissen alle, was da passiert ist. Ja, wie gesagt, immer mehr Respekt vor diesem Jungen. Ja, die Fußballwelt steht vor einem der nächsten Riesenstars der nächsten Epoche. Ich habe mich riesig gefreut. Ja, und wir sehen ja, welche Schritte die letzten Gewinner gegangen sind. Hoffen wir, dass Arda Güler die nächsten geht. Ich hoffe einfach mal, dass er in die Fußstapfen von Vini Junior tritt mit den nächsten 2 Champions League und 2 Toren im Finale. Würde mir schon reichen. Nein, wie dem auch sei, diese Mitteilung wollte ich euch geben. Arda Güler räumt ab, wird zum Revelation of the Season. Mich hat das riesig gefreut. Vielleicht schafft das ja nächstes Jahr ein Endrick. Ja, ich bin gespannt. Was sagt ihr zu diesem Video? Was sagt ihr zu Tchouaméni? Was sagt ihr zu den Wahlen bei Real Madrid? Und was sagt ihr zu Arda Güler? Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Und wenn ihr schon mal da seid, seid so nett. Liked dieses Video, hypt dieses Video. Lasst ein Follow da, wer das noch nicht gemacht hat. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!